Ich wollte mich nur mal wieder melden. Ich weiß, wir wollten eigentlich telefonieren, aber das ging heute wieder nicht. Es gibt einfach viel zu viel zu tun. Und wenn du zu Hause bist, schlafe ich entweder schon oder muss arbeiten. Naja, auf jeden Fall geht es mir gut, aber ich vermisse dich. Ich hoffe, wir können uns am Wochenende sehen. Hab dich lieb, mein Schatz. Immer diese verdammten Laubbläser. Verzeihung? Ja, was gibt's? Doktor?
Sind Sie es wirklich? Natürlich bin ich es wirklich. Sie sind doch auch sie wirklich, oder waren Sie etwa schon mal nicht sie wirklich oder wirklich jemand anders? Okay, Sie sind es wirklich. Was genau machen Sie da? Ich beobachte den Flüssigkeitstransport bei Vorstadtbäumen verglichen mit denen auf dem Land? Mond des 23. Jahrhunderts. Das ist eine ziemlich interessante Sache. Da wirken Transpiration, Osmose und Kapillarkräfte. Bitte was? Na, Kapillarkräfte. Sie lassen beispielsweise den Kaffee am Rand ihrer Tasse um einige Millimeter hochwandern. Je enger das Behältnis, desto... Craig? Ja? Craig, du bist es wirklich. Haha. Ja, ich hätte ja nie gedacht, dich so bald nochmal zu sehen, da du ja... Ja, ich weiß. Aber diese ganze Abschiedstour-Sache war gelogen. Aber das ist ja auch egal. Wie geht es dir? Wie geht es Alfie? Mir geht es gut, aber wer genau soll Alfie sein? Naja, Alfie. Stormageddon? Dein Sohn. Wir haben keinen Sohn. Und wenn doch, dann würden wir ihn ganz bestimmt nicht Alfie nennen. Also, was sagst du? Zu was? Na, zu unserem neuen Haus. Wir sind umgezogen. Ach so, das. Klar, ist mir sofort aufgefallen. Mein Fall ist es nicht. Ja, ist dir auch egal. Also gut, Doktor. Was genau machst du hier? Na, ich besuche alte Freunde und Bekannte. Alles, was sich im Laufe der Zeit so mit mir bekannt gemacht hat. Und das ist eine Menge. Weißt du, ich bin keiner, der einmal in das Leben von jemandem stürzt und es vollkommen auf den Kopf stellt, ohne danach nochmal nach der Person zu sehen. Ich glaube, du hattest absolut keine Ahnung, dass ich hier wohne, oder, Doktor? Nicht wirklich. Woher weißt du das? Na, ich kenne dich doch ganz gut, Doktor. Ich war doch in deinem Kopf schon vergessen. Stimmt, du hast recht. Das wäre mir beinahe entfallen. Aber es ist für mich auch länger her als für dich. 197 Jahre, um genau zu sein. Oh. Muss ganz schön verwirrend sein als Zeitreisender. Und seit wann genau duzen wir uns? Naja, beim dritten Treffen. Ich meine, da wir schon Mitbewohner und telepathisch verbunden waren, dachte ich, es wäre an der Zeit, unsere Beziehung etwas aufzulockern. Ich sollte das Wort Beziehung in einem solchen Verhältnis nicht verwenden. Das Wort Verhältnis übrigens auch nicht. Ja. Apropos Verhältnis. Weißt du schon, wo Sophie ist? Nö, schieß los. Kannst du dich noch daran erinnern, dass sie damals unbedingt etwas mit Affen machen wollte? Als du sie damals ermutigt hast dazu. Jedenfalls, genau das macht sie jetzt auch. Meinst du, sie kümmert sich um kleine Kinder oder alte Menschen? Nein, Doktor, ich meine die richtigen Affen. Orang-Utans, um genau zu sein. Ach so, ja, die richtigen Affen. Klar, was sonst. Auf jeden Fall arbeitet sie jetzt ehrenamtlich in einer Auswilderungsstation für Orang-Utans in Indonesien. Sie möchte ein bisschen was für ihre Seele tun und ich glaube, ohne deine Ermutigung damals wäre sie heute nicht dort. Sie ist zwar noch nicht so lange weg, aber ich würde sie trotzdem gerne mal wieder sehen. Fällt dir denn niemand ein, mit dem du in Sekundenschnelle dort sein könntest? Das soll mich jetzt echt erbringen, ne? Hey, du bist heute ganz schön im Griffstutzig, was? Ich bin ein Time Lord und ich habe eine TARDIS. Das habe ich dir doch damals sicherlich auch gezeigt. Ach so, du meinst das Ding, das dir denn die ganze Odyssee eingebrockt hat. Ich meine, also wegen der Gedankenübertragung weiß ich natürlich, wie sie aussieht, aber eine Reise damit durch die Zeit kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Tatsächlich nicht? Na, dann mach dich auf was gefasst. Du willst sie doch jetzt aber jetzt sofort besuchen. In Indonesien. Wieso? Spricht was dagegen?
Wieso schaust du so überrascht? Ich dachte, du kennst sie schon. Ja, aber wenn sie vor ihm steht, ist es doch auch mal ein besseres Gefühl. Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Wir sind ja geschrumpft beim Reingehen. Craig, in der Tat, es wird man nicht geschrumpft. Und tut so, es zieht. Doktor? Ja? Wie genau sehen Orang-Utans eigentlich aus? Naja, so wie ihr, nur haarig halt. Oh. Craig, das ist nicht Indonesien. Wir müssen hier weg. Schnell, schnell, schnell. Aha, das ist schon mal grob in der richtigen Gegend. Nein, Sekunde, das war nur etwas Senf auf der Konsole. Wo stecken wir denn? Ah, hier um die Ecke gibt's die besten Milchshakes im Universum. Ich habe den beiden Besitzern des Ladens mal aus der Patsche geholfen. Wollten wir nicht Sophie besuchen? Ah ja, natürlich. Ich glaub, jetzt hab ich's. Auf nach Indonesien. Wir nähern uns der ganzen Sache. Doktor, ich bin ja kein Physiker, aber unter uns ist Indonesien. Also, wieso machst du nicht einfach den Motor aus und wir fallen den Rest? Aber warum will sie nicht landen? Aha, rote Lichter für Deck 12. Da stimmt irgendwas mit dem relativen Orbitalsextant nicht. Aber das macht nichts. Ich überbrücke einfach die horizontalen Schubaggregate, dann noch etwas mehr Saft für die alluvialen Dämpfer und die Koordinaten eingeben. Diesmal funktioniert es garantiert. Oh, das sieht übel aus. Sogar mehr als übel. Das sieht nach gar nichts aus. Wie meinst du das denn jetzt? Das Universum, Ja? ich hab's verloren. Na großartig. Ganz toll. Und was jetzt? Ich hab schon eine Idee, wie wir es wiederfinden. Und wie? Es gibt im ganzen Universum nur ein Signal, das stark genug ist, um nach außen ins Nichts zu dringen. Die summenden Kristalle von Shroop 4. Ich habe sicher noch einen an Bord. Nein. Nein. Auch nicht. Oh, das hier musst du dir mal im Schlaf aufsetzen. Das wirkt wahre Wunder. Ein alter Schneemann. Ah, na endlich.
Da haben wir es. Ein summender Kristall. So, jetzt kann ich den Ursprung der Frequenz anpeilen. Von da aus geht's dann direkt weiter zur Erde. Ist nur ein Katzensprung, du wirst schon sehen. Nur keine Sorge, Craig. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Gut, dass wir es dann auch rechtzeitig rausgeschafft haben. Laufen deine Reisen immer so? Naja, meistens nicht. Heißt, normalerweise bleibt die TARDIS unbeschädigt. Ach, komm schon. Was ist denn jetzt schon wieder? Sie hat sich versiegelt. Und was heißt das jetzt? Sie wird sich selbst reparieren, aber bis dahin kommt nichts mehr rein und raus. Was meinst du mit selbst reparieren? Wie lange wird das dauern? Es dauert schon eine Weile, die unteren Maschinendecks von der Lavawelle zu reinigen. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Du hättest dich doch ducken können, als die ältere Schulprinzessin versucht hat, dich zu warnen. Aber naja, so richtig gestrandet bin ich hier nicht. Ich wollte sowieso da bleiben, also gibt's gar keinen richtigen Bedarf an Reisen mit der TARDIS. Ah, kein Bedarf, ne? Ich hätte vielleicht gern Sophie gesehen, aber du kriegst es nicht mehr auf der Erde zu landen. Die Luft wir noch von diesen riesigen Insekten weglaufen und von diesem Antimaterie-Vulkan ganz zu schweigen. Genau genommen ist es ein Antimasse-Vulkan. Ist mir doch egal, wie das Ding heißt. Okay, ich lasse dich deine ersten Eindrücke erstmal verarbeiten. Genug Zeit hast du ja, wir waren schließlich nur 4 Sekunden weg. Tschüss. So, jetzt. Hallo? Ich dachte, das Ding müsste noch irgendwo da drin rumliegen. Vielleicht versuche ich es mal mit Computersprache. Aktiviere Sprachsteuerungsinstallation. Programm Sprachsteuerungsinstallation gestartet. Bitte Identität bestätigen. Ja, es hat funktioniert. Identifikation fehlgeschlagen. Bitte Identität bestätigen. Doktor der. Identität bestätigt. Meine mir von der 11. Cyberlegion zugeteilte Einheitskennung lautet HNI 42 64 NNF 19 20.10 15 8 14. Erwarte Befehle. Bitte? So werde ich dich auf keinen Fall nennen. Da wäre ich ja zu Fuß schneller bei der TARDIS und wieder zurück, wenn ich dich jedes Mal so ansprechen muss, um was in den Datenbanken nachzusehen. So brauche ich doch kein Sprachinterface. Soll ich meine Anrede ändern? HNI 42 64 NNF. Irgendwas hast du gesagt. HNI. Ha, ich glaube, ich hab's. Ich werde dich Hirni nennen. Hirni wurde als Anrede gespeichert. Erwarte Befehle. So, sehr gut. Ich brauche wichtige Informationen. Hast du noch Zugriff auf den Bordcomputer der TARDIS? Suche Signal. Suche Signal. Verbindung mit TARDIS-Bordcomputer wiederhergestellt. Fantastisch. Also, wie geht's ihr? Fordere Schadensbericht an. Analyse läuft. Schadensbericht folgt. Die unteren Maschinendecks wurden teilweise zerstört. Der Kontrollraum ist nicht funktionsfähig. Wow. Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Es wird wohl eher Wochen dauern als nur ein paar Tage. Aber wirklich nicht funktionsfähig? Gar nichts? Es gibt ein einwandfrei arbeitendes System. Cool. Welches System ist das? Der Dematerialisator, das Navigationspanel oder der Schrank mit all den coolen Hightech-Gadgets drin? Sag bloß nicht, es war der Plattenspieler. Ich bin es. Ich bin nicht beschädigt und voll einsatzbereit. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, wie Sie die Zeit verbringen sollen, kann ich vorschlagen, den Kontrollraum zu überbrücken und den Haupteingang mit einem anderen Raum zu verknüpfen. Im Angebot hätte ich beispielsweise den Swimmingpool oder die Bibliothek. Nein, danke, ich weiß schon, wo ich unterkomme. Na gut, dann eben nicht. So war das nicht gemeint. Aber jetzt konzentrier dich. Wir haben Arbeit zu erledigen.
Wir haben heute den 25. Juni 2010. Ha, hatte ich doch richtig beobachtet. Dieses Treffen findet zwischen den beiden Treffen, die ich mit Craig schon hatte, statt. Das erklärt auch, warum er sich nicht an seinen Sohn Alfie erinnern kann. Er wurde noch gar nicht geboren. Aber dann müsste das zukünftige Treffen für ihn ja dann das dritte mit mir geben. Sekunde. Hirni, hast du irgendwelche Daten zu dem letzten Treffen mit Craig? Die Daten zeigen, deine letzte Begegnung mit Craig Owens war von Dienstag, dem 19. April bis Donnerstag, dem 21. April 2011 nach menschlicher Zeitrechnung. Das sind von jetzt aus 10 Monate und 11 Tage in der Zukunft. Ja, aber hast du irgendwelche Aufzeichnungen von diesem Tag? Ich glaube nämlich, mich dabei an irgendwas zu erinnern. Suche im Zeitvortex läuft. Suche im Zeitvortex läuft. Es existieren diverse Videodateien, die diese Begegnung zeigen. Es handelt sich um Standardsicherheitsaufnahmen von Überwachungskameras. Ach, ist eine multidimensionale Datenbank praktisch. Schick mir die Videos auf meinen Schaltschraubenzieher. Datei wird versendet. Datei wird versendet. Datei erfolgreich versandt. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Ja, warum? Fragen wir ihn. Wir warten auf Ladenschluss, überwachen das Kaufhaus und schnappen uns einen Cybermann. Das ist doch alles nur Zufall, nicht wahr? Was meinen Sie? Na, Außerirdischer in Colchester? Vielleicht zweimal in meinem Leben und das immer genau dann, wenn Sie hier auftauchen. Wow, es ist nicht meine Schuld, Craig. Es ist Ihre Schuld. Seine Windel hat schon zweimal gesagt. Ich spreche normal kein Englisch, okay? Es gibt einen schönen Wickeltisch bei den Elektrogeräten. Und Sie wissen das. Na, ich erinnere mich gut das letzte Mal. Da kamen Menschen zu Tode. Menschen, die Sie gar nicht kannten. Ich weiß genau, was am sichersten für mich halt ist. Und zwar bei Ihnen. Tatsächlich? Ja, Sie gewinnen immer und überleben alles. Ha. Äußerst seltsam. Es kann doch nicht sein. Aber es ist eindeutig. Welche Informationen wurden erhalten? Na, dass sich Craig beim letzten Mal eben nicht an dieses heutige Treffen erinnern konnte. Was haben Sie jetzt vor? Diesem Gedächtnisschwund oder was auch immer da kommt, muss ich nachgehen. Und kann dabei wohl ein wenig Zeit mit einem guten Freund verbringen. Welcher der 6 europäischen Zwergstaaten ist der flächenmäßig größte? Seltenen Moment lang war an dem Wochenende alles in bester Ordnung. Praline oder Riegel? Dass sie knapp bei Kasse ist. Sie wussten, dass eine Stinkwut auf ihre ehemalige Lehrerin hat. Sie mussten sich also nur zurücklehnen und mussten sich nicht mal die Finger schmutzig machen. Die halbe Nacht hat sie vor seinem Haus gewartet. Hätte sie sehen müssen. Edda hätte sie sehen müssen. Ich habe doch gesagt, er soll abhauen. Aber sie wollten sie nicht. Hallo, Verzeihung, Craig, wie geht es dir? Soweit ganz gut. Was gibt's? Gut, dass du fragst. Ich mache gerade Gemüseauflauf und mir fehlt noch eine Zutat, nämlich Ingwer. Hättest du vielleicht ein Stückchen für mich? Da müsste ich erst in der Küche nachsehen. Moment bitte. Ingwer.
leid, sowas habe ich leider genau heute nicht da. Kein Problem. Hättest du stattdessen Karotten da? Karotten habe ich da, ja. Hier, die kannst du wirklich gerne haben. Vielen Dank. Ich gehe wieder an den Herd. Ach, übrigens, hast du den blauen Kasten da hinten schon gesehen? Ja, ist wahrscheinlich von irgendeinem Verrückten oder so. Ja, wahrscheinlich. Guten Hunger. Danke. Kannst du mich reinlassen? Ich glaube, es fängt an zu regnen. Ja, natürlich. Danke. Was genau machst du auf meinem Balkon? Ich dachte, du würdest erst mal woanders weiterwuseln, nachdem ich ein wenig verärgert war. Ach, keine Sorge, ich bin noch nie nachtragend gewesen. Auf jeden Fall dachte ich mir, du bist doch die nächsten Wochen alleine und du könntest vielleicht ein bisschen Gesellschaft gebrauchen. Wenn du mich nicht wieder in Lebensgefahr bringst? Keine Sorge, ich werde mich voll und ganz deinem Lebensstil anpassen. Und zwar dank dem brillanten Dreiradmechanismus. Während jeweils das obere Rad die Stufe erklimmt, halten die unteren das Gleichgewicht und die restlichen bringen sich in Position für die nächste Stufe. Es ist also der Abkauf bei jeder Stufe einen handbetriebenen Aufzug betätigen, um ihnen den Transport zu
für deine Hilfe, ne? Gern geschehen. Doktor, kannst du mir vielleicht kurz helfen? Natürlich, Craig. Lieben gern sogar. Ich bin grundsätzlich immer sehr hilfsbereit. Du musst nur schreien und schon bin ich da. Was ist das? Wenn ich das wüsste. Scheint nur irgendeine Kritzelei zu sein. Völliger Blödsinn, wenn du mich fragst. Kannst du die einfach nehmen und zu den anderen in die Küche tun? Du hast noch andere? Ja, massenweise. Zeig sie mir. Du hast also schon hunderte dieser Zettel und hast mir nichts erzählt. Lies dir mal einen durch. Ich glaube wirklich, das soll nur ein blöder Scherz sein. Das macht wirklich keinen Sinn. Das ist Nonsens. Warum sollte irgendjemand sowas tun? Du solltest mir aber trotzdem nichts verheimlichen, Craig. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du dich für sowas interessieren würdest. Ja, vergiss es. Die Zettel sind das einzig Merkwürdige im Umkreis von 2 Meilen. Das heißt, wir haben eine Spur, der wir nachgehen müssen. Und das heißt, wir haben zu tun. Kannst du irgendein Muster erkennen? Kommen sie regelmäßig oder? Wenn ich so drüber nachdenke, dann waren sie meistens morgens vor der Arbeit drin. Und einmal kam einer nachts. Dann ist unser weiteres Fortgehen ja sonnenklar. Finde ich auch. Also? Heute Nacht legen wir uns auf die Lauer. War mir doch klar, dass du wieder irgendwas im Schilde führst. Wie meinst du das? Naja, vorhin hast du gesagt, du wärst sowieso nur hier, um zu beobachten. Aber war doch klar, dass du nicht nur bleibst, um die Gesellschaft zu leisten. Das wäre einfach nicht dein Stil. Du hast mich erwischt. Apropos dein Stil, ich habe mich gefragt, ob, du vorher schon mit anderen Menschen gereist bist. Ja, klar, tonnenweise. Aber das waren nur Freunde, Bekannte, Dudes, Homies. Nein, keine Homies. Vergiss Homies. Und wie viele dieser Freunde waren rein zufälligerweise weiblich? Manche, glaube ich. Müssten einige gewesen sein. Einige? Schwer zu sagen, ist eine Grauzone. Mehr oder weniger als die Hälfte? Vielleicht etwas mehr als die Hälfte. War mir doch klar, dass du genauso ein typischer Kerl bist. Aber das ist doch der Punkt, Craig. Ich bin eben kein typischer Kerl. Ach nein? Wie bist du denn dann? Wie Gandalf. Wie ein Space Gandalf. Oder der kleine Grüne aus Star Wars. Ja. Nee, eigentlich nicht. Du bist ein Kerl. Ich bin der Doktor. Du weißt es vielleicht nicht, aber du bist ein Kerl und das ist der Grund, warum du dir deine Begleiterin mitnimmst. Das ist nicht der Grund, warum ich sie mitgenommen habe. Warum dann? Weil ich es nicht mehr sehen kann. Was denn sehen? Ich bin 1104 Jahre alt. Das sind fast 1100 Jahre in diesem Universum, an die ich mich erinnern kann. Nach einer Weile sieht man es einfach nicht mehr. Was denn sehen, Doktor? Alles. Ich sehe mir einen Stern an und für mich ist er nur ein großer Ball brennenden Gases. Ich weiß, wie er geboren wurde und wie er enden wird und ich war vielleicht sogar bei beidem dabei. Nach einer Weile ist alles nur noch Zeug, eine Lappalie. Das ist das Problem. Man macht Raum und Zeit zu seinem Hinterhof und was hat man? Einen Hinterhof. Weißt du, was das heißt? Alles in Raum und Zeit. Es gibt keine Alternative, kein unentdecktes Land am anderen Ende des Ozeans. Ich kenne alles im Universum zu jeder Zeit. Es gibt nichts Neues und wird es auch nie geben. Das kann ich nicht mehr sehen. Aber meine Begleiter, die können es sehen. Und wenn sie es sehen, sehe ich es auch. Nur deswegen hast du sie mitgenommen? Es gibt schlimmere Gründe. Du bist viel mehr als das. Es ist, wie du selber gesagt hast, du warst bereits zu jeder Zeit, an jedem Ort im ganzen Universum. Und dort hast du auch beschützt, geholfen und unterhalten. Echt jetzt? Ich versuche hier gerade... Psst.
Hörst du das auch? Der Scanner. Ein drittes Signal. Ist er das? Er kommt in unsere Richtung. Das war der Briefkasten, Doktor, das muss er sein. Das werden wir gleich erfahren. Komm mit. Ich glaube, er hat uns gehört. Mist, wir haben ihn verloren. Doktor, was ist das hier? Scheint mal eine Fabrik gewesen zu sein. Sieht verlassen aus. Er ist hier. Eine so gute Idee? Craig, was soll mir hier schon passieren? Au! Glenn? Craig, was soll das? Wo sind wir hier? Wo wir sind? Soll es ein Witz sein? Craig, ich weiß nicht. Bei der Ruine, in die du uns gelockt hast? Craig, lass ihn. Wieso kommst du hierher? Und was sollen diese Zettel? Die Zettel. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Es ist hier!
Glenn, warte! Lauf ihm nach. Los jetzt! Glenn, warte! Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. bist du? Glenn, bist du hier? Hier bist du also. Hast wohl die Stromrechnung nicht bezahlt, was? Ja. Mein Freund will, dass ich mich um dich kümmere. So als wärst du ein Leidtragender. Glenn, wie erklärst du dir das mit den Zetteln? Warum tust du sowas, hm? Das ist verrückt. Dann treibst du dich auch noch mitten in der Nacht in dieser alten Ruine rum, mitten im Wald. Denn du bist mein Nachbar, verdammt nochmal. Dein verdammt Spießiger auch noch dazu. Und wieso redest du jetzt nicht mehr mit mir, hm? Als du letztens bei mir anklopft hast, war doch alles vollkommen normal. Okay, weißt du was? Wenn du mir nichts sagen willst, schön. Ich habe die ganze Nacht Zeit. Ich warte einfach nur, bis der Doktor aufkreuzt. Der hat bestimmt so
Zukunftsgerät-Ding bei sich, mit der er dich dazu bringen kann, die Wahrheit zu sagen. Craig, ich glaube nicht, dass Glenn der Schuldige in der Sache ist. Wieso glaubst du das? Das hier habe ich vorhin in der Ruine gefunden. Tun Sie das weg. Bitte tun Sie das weg! Ist ja gut, ist ja gut. Was ist denn los? Vor ein paar Wochen hat alles angefangen. Ich ging im Wald spazieren, als ich auf diese Ruine traf. Ich wurde neugierig und ging hinein. Das nächste, woran ich mich erinnern konnte, ist dieses Ding in ihrer Tasche, Doktor. Ich konnte an nichts anderes denken und daran, dass mein Kopf so voll war mit Dingen, die ich eigentlich gar nicht wissen konnte. Ich musste mich dieser Gedanken irgendwie entledigen. Deshalb die Zettel. Es war wie in einem Albtraum. Nach dem Erwachen hat man ihn wieder vergessen. Seit es hier eines Tages auftauchte, hatte ich keine Erinnerung an das, was davor passiert ist. Es kam mir vor, als wäre es schon immer da gewesen. Manchmal hatte ich aber auch klare Momente. Ich war jedoch so verängstigt von meiner Situation, dass ich versuchte, wie ein halbwegs normaler Mensch zu wirken. So wie letzte Woche. Ich will nach dem, was ich getan habe, keiner der Forderungen stellen. Aber bitte, Herr Doktor, nehmen Sie dieses Ding mit. Ich will nicht mehr unter seinem Bann stehen. Das waren die schlimmsten Wochen meines Lebens. Glenn, ich kann dir eines versichern. Wenn es jemanden gibt, der dieses Problem lösen kann, dann ist es der Doktor. Ja, so ist es. Ich liebe Probleme. Deshalb spreche ich am besten gleich noch eins an. Craig, du musst morgen früh raus und es ist schon 2:30. Na Mist. Du hast recht. Also dann, Glenn. Ich hoffe, du holst dich gut. Also, kann ich Ihnen vielleicht noch irgendwie behilflich sein? Möchten Sie einen Tee oder so? Nein, danke. Im Moment geht es mir besser. Keine Sorge. Von jetzt an sollten Sie Ihr normales Leben weiterführen können. Danke. Aber dann haben Sie das Problem am Hals.
Hallo. Danke fürs Essen machen, ne? Gerne. Und? Wie war dein Tag auf der Arbeit? Ja, also zuerst habe ich... Ist mir egal, wir haben wichtigere Dinge zu erledigen. Ja. Und die wären? Ich habe doch gestern die Maschine in der Ruine gefunden. Du meinst dieses komische Ding? Ja, mir ist kein besserer Name eingefallen. Ich dachte mir, wir können sie ja schlecht das Ding aus der Ruine nennen. Ach so, verstehe. Und was macht diese Maschine so? Genau das ist hier die Frage, Craig. Ich habe sie schon untersucht, als ich sie gefunden habe. Sie hatte eine Art Signal abgegeben, aber ich konnte noch nicht viel damit anfangen. Ich habe mir das gestern Abend nochmal genauer angesehen und es ist ein telepathisches Signal. Telepathisch? Das bedeutet doch Gedanken übertragen, oder? Exakt. Und was überträgt sie so? Nun, wie es auf den ersten Blick scheint, nur willkürliche Informationen. Du meinst, so wie auf den Zetteln? Genauso wie auf den Zetteln. Glenn hat scheinbar unfreiwillig dieses Signal empfangen und all diese Gedanken auf Zettel geschrieben. Das reimt sich auf das, was er uns erzählt hat. Aber da stand doch immer nur Schwachsinn drauf. Wozu sollte irgendjemand so eine Maschine bauen? Genau das habe ich mich auch gefragt. Deshalb habe ich die hier besorgt. Ach du Kacke. Hast du die denn auf die Schnelle aufgetrieben? Nun, als meine TARDIS kaputt gegangen ist, wurde tatsächlich nur der Kontrollraum von der Lavawelle erwischt. Deshalb konnte ich in meine Bibliothek und all die Bücher aufsammeln, die du hier siehst. Das hat zwar 12 Stunden gedauert, aber man weiß ja nie, wofür man Informationen vielleicht brauchen kann. Das erklärt die Augenringe. Naja, was sind das jetzt für Bücher? Ich habe Penny nach allen möglichen Büchern suchen lassen, die irgendwie in Verbindung mit der Maschine stehen könnten. Ich habe sie mir noch nicht genau angesehen. Vielleicht könnte ich die ja lesen. Wie jetzt? Naja, ich dachte mir, ich sollte dir vielleicht ein bisschen zur Hand gehen. Klar, gute Idee. Dann kümmerst du dich um die Recherche, während ich weiter an der Maschine forsche. Das hier sieht aus wie ein Kinderbuch. Ja, ist es auch. Eins von Gallifrey. Ich habe mich vorher auch schon gefragt, wo da wirklich unsere Maschine erwähnt wird. Das ist echt unheimlich. Wieso? Was hast du gefunden? Naja, hier ist dieser Vers, in dem steht, dass etwas, das morgen in Ketten liegt. Was hast du gesagt? Gehüllt in Dunkelheit, versteckt im Herz der Zeit. Vor jedermann verborgen, kennt es schon heute das Morgen. All seine Facetten legt es nun in Ketten. Einst war sie ein Geäst, doch die Zukunft steht nun fest. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Das ist schon seit Millennia eine Gutnachtgeschichte für Time Lords. Das ist aber ganz schön makaber. Da wundert mich wirklich gar nichts mehr. Kann sie denn wirklich das aus der Geschichte sein? Sie kennt schon heute das Morgen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Komm mit, wir müssen was überprüfen. Aber die... Sicherheitsmechanismus deaktiviert. So soll das gehen. Hoffen wir, dass ich mich irre. Was zum Teufel war das denn? Genau das, was ich befürchtet hatte. Temporale Energie. Sie ist multidimensional. Soll ich jetzt raten, was das bedeutet, oder? Die TARDIS ist multidimensional. Das heißt, für sie vergeht die Zeit nicht so viel für dich, sondern mehr so alles gleichzeitig. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Sie kann sich direkt Informationen aus dem Zeitvortex besorgen. Das ist natürlich praktisch, weil sie nicht immer alle Daten aus Raum und Zeit gespeichert haben kann. Ich glaube, ich habe den Punkt verpasst, an dem es schlimm werden soll.
all das ist nur möglich, weil eine Verbindung zum Zeitvortex besteht. Diese Entladungen gerade beweisen, dass die Maschine auch eine Verbindung zum Zeitvortex besitzt. Kannst du mir wenigstens dieses eine Mal erklären, warum du jetzt schon wieder so panisch durch die Gegend rennst, Doktor? Craig, was habe ich dir gerade über Datenbanken erklärt? Na, dass wenn Sie eine Verbindung mit dem Zeitvortex haben, dass Sie dann Infos aus der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit bekommen können. Präzise. Und was wissen wir jetzt über die Maschine? Dass sie auch so eine Verbindung besitzt. So ist es. Das heißt, dass diese willkürlichen Informationen gar nicht einfach nur Gebrabbel sind, sondern Fakten. Tatsachen. All diese Dinge sind wirklich passiert. Und wo liegt jetzt das Problem, Doktor? Das Problem ist, Craig, dass diese Fakten auch aus der eigenen Zukunft stammen können. Zeit ist wie so ein instabiles, wabbeliges Ding. Immer etwas unentschlossen. Die Zukunft ist nie festgelegt. Aber sobald man etwas aus der eigenen Zukunft erfährt, wird das ein Fixpunkt. Dann kann nichts und niemand ändern, dass genau das da auch passiert. Time Lord hin oder her. Das klingt dann doch ziemlich ernst. Fixpunkte sind ein richtiger Fluch. Du erfährst von einer bevorstehenden Katastrophe auf deiner eigenen Zeitlinie und genau weil du davon erfährst, kannst du sie nicht mehr ungeschehen machen. Dann schätze ich, sollten wir uns schnellstmöglich an die Arbeit machen. Ja, du hast recht. Jede Sekunde wird schlimmer. Forschungstagebuch. Auftrag Alethea. Hintergrundinformationen über den Auftrag. Der Hohe Rat Gallifreys hat mich zu sich gerufen. Sie hatten kürzlich eine massive Anomalie in der Raumzeit wahrgenommen. Die Daten lassen darauf schließen, dass in einer entfernten Galaxis ein Planetensystem aufgetaucht ist, welches bisher auf keiner Karte verzeichnet war. Es wurde entschieden, dass ich, Professor Lambda, dieses System untersuchen sollte. Bestandsaufnahme. Mit einer dem Standard entsprechenden Zeitkapsel, einem Schallscanner, Rationen für 24 Monate und 2 kartografischen Sonden mache ich mich auf den Weg. Expeditionstag 1. Ich erreiche den Planeten LV338, 24 Stunden nach seinem plötzlichen Erscheinen. Die Oberfläche scheint keinerlei Leben zu beherbergen. Dennoch ist nicht alles natürlich. Ich habe vereinzelt Tempel und andere Strukturen ausfindig gemacht. Ich lande in einiger Entfernung zu einem der Tempel. Es sind keine Lebenszeichen auszumachen. Ich steige nun den Tempel hinauf. Auch hier gibt es keinerlei Inschriften, Skulpturen oder andere Hinweise auf die Erbauer. In der Spitze des Tempels angekommen, tat sich vor mir ein schier endloses Loch im Boden auf. Meine Detektoren zeigen nichts an. Ich entschließe mich dazu, die Forschungen morgen fortzusetzen. Expeditionstag 2. Neue Scans zeigen, dass der Planet ein gigantisches System komplexer Katakomben besitzt, die bis in den Kern hineinreichen. Meine Zeitkapsel ist beunruhigenderweise nicht imstande, unter die Oberfläche zu navigieren. Ich kann keinen direkten Zugang finden. Ich werde das Loch im Inneren des Tempels erneut untersuchen. Alles an diesem Ort ist merkwürdig. Ich fühle mich andauernd beobachtet. Expeditionstag 3. Die Nacht war sehr unruhig. Ich fand kaum Schlaf. Am Morgen betrete ich erneut den Tempel. An der Stelle, wo sich zuvor der bodenlose Abgrund auftat, befindet sich jetzt eine Art Altar. Ein Objekt, umgeben von weißem Licht,
Eine Art Schutzfeld, wie ich vermute, ruht darauf. Ich greife in das Licht und nehme das Objekt an mich. Es ist schwarz, kantig und sehr schwer. Ich halte es für ein Artefakt aus vergangenen Zeiten. Es scheint, als würde es eine Art Signal ausgeben. Ich werde das Objekt sofort an Bord meiner Zeitkapsel bringen, um Untersuchungen vorzunehmen. Expeditionstag 5. Immer häufiger verspüre ich den Drang, die Daten, die mir das Ding in den Kopf pflanzt, loszuwerden und sie aus meinen Gedanken zu verbannen. Heute Morgen entdeckte ich sogar einige dieser Informationen in diesem Buch hier. Ich muss sie im Schlaf aufgeschrieben haben. Ich bin beunruhigt. Es scheint, als hätte es sich irgendwie an mich gebunden. Möglicherweise sucht es sogar einen Wirt. Expeditionstag 12. Das Unterfangen, das Ding zu stoppen, hat sich als äußerst schwer erwiesen. Sie hat keinerlei Reaktion auf jegliche Strahlung oder Energie gezeigt. Expeditionstag 13. Trotz der Gefahren beschließe ich, das Artefakt mit nach Gallifrey zu nehmen, um es dem Hohen Rat vorzulegen. Ich mache mich später am heutigen Tag auf die Reise. Ergebnisse folgen. Sie ist ein Fluch. Geh aus meinem Kopf! Fuck! Es war eine Falle! Doktor, das musst du dir ansehen. Ach du Schande. Was ist denn hier passiert? Doktor, ich habe das Buch gelesen. Mit dir passiert genau dasselbe wie mit diesem Professor Lambda. Er ist deshalb nie wieder aufgetaucht, weil ihn die Maschine wahnsinnig gemacht hat. Er hat angefangen, so einen Blödsinn zu schreiben wie Glenn, obwohl er ein Time Lord war. Und jetzt machst du das auch noch. Ich sehe, dass mit denen nicht alles in Ordnung ist. Und wenn? Was macht das schon? Was das macht? Der klügste Mann im Universum ist dabei, den Verstand zu verlieren, nur weil er zu stur ist, um auf mich zu hören. Das hat nichts mit Sturheit zu tun. Ich muss herausfinden, wie diese Maschine arbeitet, bevor sie noch mehr Menschen beeinflussen kann. Ich weiß doch noch nicht viel über sie, aber sie bringt offensichtlich großes Unheil über das Universum. Aber das Unheil wäre noch viel größer, wenn du nicht mehr da wärst, um alles zu beschützen. Verstehst du, Doktor? Ich versuche nur, dir zu helfen. Das rechne ich dir auch hoch an. Aber ich kann nicht einfach so tun, als wäre ich wichtiger als alle anderen um mich herum. Ich muss die Maschine abschalten, bevor ich an mein Wohl denken kann. Du begreifst es wohl wirklich nicht, oder? Doktor, es geht hier nicht nur um dein Wohl. Wenn du die Maschine nicht rechtzeitig abschaltest, dann bist nicht nur du in Gefahr, sondern wir alle. Ich habe gesehen, wie es mit Glenn passiert. Ich habe gelesen, wie es mit Lambda passiert. Und jetzt muss ich auch noch ansehen, wie es mit dir passiert, Doktor. Wenn du verrückt bist, wirst du nicht mehr in der Lage dazu sein, die Maschine abzuschalten. Und wenn du es nicht mehr schaffen kannst, dann schafft es erst recht kein anderer. Okay, weißt du was? Wenn du willst, bitte, bleib doch hier und werde langsam verrückt. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich werde dir nicht helfen. Ist das was? Gar nicht, alles gut. Nicht mit mir.
Ey, das war mein Fahrrad! Craig! Du hast gesagt, du... Komm schon, Craig, du schaffst das. Halt durch. Nein, bleib bei mir. Craig? Toll, jetzt hat er uns gehört. Sag ihm, mir, dass alles in Ordnung ist. Ist etwas? Gar nichts, alles gut. Was machst du hier? Das erkläre ich dir draußen, wir haben nicht viel Zeit. Zuerst brauchen wir den Zettel. Zettel? Welchen Zettel? Es liegen schätzungsweise 1 Billion Zettel in diesem Haus, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ich meine nicht irgendein Zettel. Ich rede von dem, auf dem dein Todesdatum steht. Erinnerst du dich daran? Mein Todesdatum? Oh. Ja, ich glaube, da war was. Gott, das ist schon ewig her. Ich habe das komplett vergessen. Ich habe das damals noch für einen blöden Scherz gehalten. Das war am Abend, bevor du hier aufgekreuzt bist. Spul vor, wo ist der hin? Gott, ich habe den damals hier hingelegt. Müsste hier noch irgendwo... Ah. Das ist er. Was machst du da? Komm mit. Du stellst dich genau dahin.
ist ja voll abgefahren. Tu den Kopf da weg. Okay, du bleibst hier, ich hol die Maschine. Aber... Komm mit, wir müssen zur TARDIS. Was? Wo fliegen wir denn jetzt schon wieder? Nirgendwo hin. Wir bleiben genau hier. Aber wir reisen 24 Stunden in die Zukunft. Wer bist du? Du weißt, wer ich bin. Also gut, du bist ich. Scheinbar aus der Zukunft. Wieso bin ich nochmal hier und wer ist das? Hör zu. Du weißt mittlerweile, wie die Maschine funktioniert und auch, was sie anrichten kann. Ja. Und du hast den Zettel gelesen, auf dem dieses Datum und diese Uhrzeit steht? Ja, direkt neben Craigs Todesvoraussage, das vergisst man nicht leicht. Also, wo ist er? Was? Ja, das da hinten ist Craig. Dein Craig, mein Craig, unser Craig. Und wieso ist er 100 Jahre alt? Und wieso hast du ihn hergebracht? Und wo ist der junge Craig? Der junge Craig ist in Sicherheit. Er war nie hier. Und der alte Craig ist hier, um ihn zu schützen. Was meinst du dann mit ihm schützen? Die Maschine lässt, wie du weißt, Menschen Dinge schreiben, die dann auch passieren. Ja, ist einer dieser Zettel einmal gelesen oder geschrieben, wird er unweigerlich zum Fixpunkt, ich weiß. Na, dann weißt du, was hier gerade passiert. Aber Craig lebt, ihm geht's gut, ich kann ihn sehen. Ihm geht's nicht gut. Er war 94 Jahre alt und ist vor 3 Minuten gestorben. Was genau ist passiert? Selbst wir können Fixpunkte nicht ändern und wir wussten natürlich, wann er sterben würde. Natürlich. Deshalb hast du ihn am Ende seines Lebens nochmal aufgesucht und genau hierher gebracht. Genau an diesen Ort, an diese Zeit. Weil der Fixpunkt eingehalten werden muss. So ist es. Aber was ist mit dem jungen Craig? Das wirst du dir gleich selbst überlegen. Was soll das heißen?
Du wirst gleich eine Idee haben, um ihn in Sicherheit zu bringen. Na gut, aber was ist mit dir? Wie viele Jahre sind für dich vergangen? 1000, schätze ich? Ich war eine Zeit lang auf Transalore, konnte da nicht weg. Konnte das ja alles nicht ahnen, sonst hätte ich das früher erledigt. Erledigt? Mehr ist es nicht für dich? Nur ein weiterer Punkt auf deiner To-Do-Liste? Ich habe es so lange aufgeschoben, weil ich Angst hatte. Es ist keine dankbare Aufgabe, den Sensenmann für seinen besten Freund zu spielen. Aber jetzt konnte ich nicht mehr davonlaufen. Ich dachte mir jetzt vielleicht verdient, dass ich ihm mit diesem Gesicht gegenüberstehe. Was? Du meinst... Ja, steht kurz bevor. Ich bringe Craig noch zurück in die Zukunft und dann ist es für mich auch schon soweit. Aber wie soll das überhaupt gehen? Psst, psst, psst. Spoiler-Alarm. Apropos. Was wird das? Ich muss die Reihenfolge der Ereignisse beibehalten. Ich werde dir jetzt Erinnerungen einpflanzen und dann wirst du dich an nichts erinnern, was hier wirklich geschehen ist. Und woher soll ich dann wissen, wie ich Craig retten soll? Du musst selbst darauf kommen. Hör zu, ich kann mich nicht daran erinnern, dieses Gespräch schon mal geführt zu haben. Ich habe dieselben verfälschten Erinnerungen im Kopf, die ich dir gleich einpflanzen werde. Du wirst sie kurz für die Realität halten und erst dann begreifen, was du tun musst. Bist du sicher, dass der Plan funktionieren wird? Mit ein bisschen Gedankenspielerei? Gar kein Zweifel. Das denn? Wie gesagt, hier sind wir. Exakt 24 Stunden in der Zukunft. Aber was soll das bringen? Und warum warst du vorhin an 2 Orten gleichzeitig? Lass es mich dir so erklären. Du hast ja vorher den Zettel gelesen, auf dem stand, dass du, sterben wirst. Ja, und? Weißt du noch, als wir herausgefunden haben, wie die Maschine funktioniert und was ihr Zweck ist? Du meinst, dass du beschlossen hast, dich mit dir einzusperren? Dadurch, dass du den Zettel gelesen hast, ist er unweigerlich zur Wahrheit geworden. Aber dann müsste ich doch jetzt schon tot sein. Ach so, verstehe. Ja. Du hast mich in die Zukunft gebracht, damit ich am Zeitpunkt des Todes überhaupt nicht da bin und mir nichts passieren kann, oder? Ja, genau so ist es. Guter Plan, nicht wahr? Ich würde sogar sagen, ein fantastischer Plan. Also, komm rein. Craig, ich komme nicht mit. Ich habe noch einiges zu erledigen. Oh, verstehe. Was musst du denn tun? Ach, das Übliche. Ich werde die Maschine an Bord der TARDIS bringen und dort im Zero Room einsperren. Da ist sie vom Rest des Universums abgeschlossen und kann keinen Schaden anrichten, bis ich weiß, wer sie gebaut hat. Klingt nach einer guten Zwischenlösung. Mhm. Außerdem werde ich noch mal einen Tag zurückreisen und dein Haus aufräumen. Was? Wozu das denn? Naja, du sollst ja keine Zettel oder andere Spuren meines Aufenthalts vorfinden. Was soll das denn heißen, keine Spuren vorfinden? Ich war doch die ganze Zeit bei dir. Damit hast du natürlich recht, aber mir ist jetzt klar geworden, dass die Maschine auch das Gedächtnis beeinflusst. Inwiefern? Nun, jeder, der sich in der unmittelbaren Nähe der Maschine auffällt, ist unweigerlich mit ihrem telepathischen Feld verbunden.
Ja, soweit waren wir schon. Aber sobald man sich einmal aus diesem Feld herausbewegt, wird jede Erinnerung, die während dieser Zeit entstanden ist, gelöscht. Das wird dich genauso betreffen wie Glenn. So, das heißt, ich darf mich an all die Zeit mit dir nicht erinnern? Das darfst du nicht zulassen, Doktor. Das ist unfair. Das ist nicht dein Abenteuer, es ist unser Abenteuer. Ich kann die Maschine nicht hier lassen. Wir wissen, welchen Schaden sie anrichten kann. Ganz sicher, dass es keinen Weg gibt, bei dem ich meine Erinnerung behalten kann? Ich wünschte, es wäre so, aber das geht nicht. Ich habe die Zukunft gesehen und da hattest du all das hier vergessen. Das heißt dann ja, wir werden uns noch mal sehen. Naja, du wirst mich wiedersehen. Für mich ist das ja schon passiert. Aber es ist immerhin etwas, worauf du dich freuen kannst. Das war spannend, so viel kann ich verraten. Klingt toll, aber heißt das, du wirst mich nie wiedersehen? Ach, ich lasse mich überraschen. Aber es geht auch gar nicht um mich, sondern um dich. Also geh da rein und tu das, was du am besten kannst. Setz dich auf die Couch und sieh fern. Dass ich das nochmal aus deinem Mund zu hören kriege, hätte ich auch nie gedacht. Aber ich mein's ernst. Die letzten Wochen waren zwar spaßig, aber auch anstrengend. Na dann, ganz wie du meinst, Doktor. Ach übrigens, ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Sophie kommt schon morgen zurück, um dich zu überraschen. Diese verdammten... Hi, Craig. Hi, Glenn. Was gibt's? Ja, Lust auf ein Bier? Bier. Um 8? Um 8. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Also irgendwie habe ich das Gefühl, mein Balkon hat sich verändert. Ich dachte, du hast einen Schreiner kommen lassen dafür. Schreiner? Kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Naja, ist ja auch egal. Ich vergesse einiges. Hast du eigentlich schon diese merkwürdigen Abdrücke gesehen vom Haus? Quadratisch, einmal 1 Meter. Du meinst in der Wiese? Vor dem Geräteschuppen? Ja. Hab ich gesehen, ja. Vorhin beim Müll rausbringen. Naja, da waren ja neulich wieder die Baupartner. Ich schätze mal, die haben da die Dixie-Klo hingestellt. Oder eine Telefonzelle. Warte, was?
He was the wizard of 1,000 kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feeling fine. He had a cloak of gold and eyes of fire, and as he spoke I felt a deep desire to free the world of its fear and pain, and help the people to feel free again. Also die Samen waren wirklich schön und der Regenwald einfach unglaublich. Also es war jetzt nicht so, dass alles perfekt war natürlich. Also Christine hat extrem genervt und Jeff, Gott, so ein Idiot. Aber trotzdem würde ich sagen, das Ganze war ein richtiger Erfolg und die Orang-Utans, die waren richtig niedlich. Was ich eigentlich noch fragen wollte, woher wusstest du eigentlich, dass ich heute schon komme? Weil eigentlich sollte es eine Überraschung für mich sein. Ach. Ich hatte da nur so ein Gefühl. Magic night and the million silver stars that guide me with their light. Ach du Scheiße.